Woher wissen wir, was unser eigentliches Ich ist, wenn wir die ganze Zeit uns nur entfremdet fühlen? So lautete eine Zuschauerfrage zu einem meiner Videos zuletzt. Und darauf möchte ich jetzt wirklich eingehen. Ich bin Gabriela, ich leite ein Institut und dort begleite Menschen mit Entwicklungstrauma und KPTBS. Und jetzt freue ich mich auf dich. Ja, wie lautete denn diese Nachricht genau? Liebe Gabriela, ich lausche begierig deinem Vortrag. In der Geschichte des Briefverfassers und deiner Geschichte finde ich mich so sehr wieder. Ich glaube, das war der Brief von Oliver, wenn du nachhören möchtest. Aber wenn ich mich so entfremdet fühle, woher weiß ich, ob das mein eigentliches Ich ist, das ich jetzt kennenlernen darf, oder ob ich gerade in der Dissoziation, Depersonalisation oder der alten Fantasiewelt feststecke. Ja, damals in dem Brief, beziehungsweise antwortend auf den Brief von Oliver, habe ich empfohlen, dass er versucht, seinen wahren Wesen zu ergründen. Denn wenn wir in der Kindheit auch schon ein emotionales Konzept und ein Geflecht an irgendwelchen Leitplanken, die uns nur dazu dienen, zu überleben, entwickelt haben, dann verlieren wir in der Regel sehr, sehr schnell den Bezug zu uns selbst. Wir befinden uns die meiste Zeit in irgendeiner Form und Zustand der Dissoziation. Und übrigens auch Depersonalisation ist eine der Formen der Dissoziation. Das ist, wo wir uns selbst sehr, sehr fremd empfinden, wo es vielleicht auch taub ist oder wo ich mich selbst künstlich empfinde oder mich von außen beobachte. Das sind alles Formen der Dissoziation. Und alte Fantasiewelt, das weiß ich zwar nicht genau, was die Dame, ich glaube Anke hieß sie, damit gemeint hat, aber ich vermute, dass es Fantasiewelten sind, wo sie ja damals als Kind aus diesen Gefahrsituationen hingeflüchtet ist. Das heißt, dass sie sich vielleicht schöne Märchen und ihr Umfeld oder Eigenschaften der Bezugspersonen sich ausgedacht hat. Damit hat sie sich auch einigermaßen gerettet und überlebt. Und sie fragt sich jetzt, woher weiß sie, dass sie nicht gerade in diesen Zuständen feststeckt. Also das Prinzip von Dissoziation ist nichts anderes, dass wir gewisse traumatisierte Anteile, die ja dann mehr oder weniger bis heute in diese kindliche Form in uns aufzufinden sind und die auch immer wieder noch aktiv werden. Aber diese traumatisierte Seiten und Anteile von uns immer noch uns dazu bewegen und motivieren, dass wir gewisse Kompensationsstrategien anwenden, damit wir eben diesen Schmerz und diese Situation meistern können. Das ist ja dann eine der Kompensations- oder Überlebensstrategien, dass ich ja dann eben in diese, eine der Formen, der abertausende Formen von Dissoziation flüchte, damit ich die reale Welt für mich, beziehungsweise der Körper, das ist auch autonom zum Teil, aber erträglich mache. Das ist ja ein Teil sozusagen, das ist ja dieser emotionale Part oder Persönlichkeit, wenn wir das Konzept von struktureller Dissoziation nach Nius angucken, dann gibt es ja eben eine emotionale Persönlichkeit und es gibt eine anscheinend normale Persönlichkeit oder Anteil, das ist ja unsere heutige Persönlichkeit. Und diese emotionale Persönlichkeitsanteile, also die ja eigentlich die kindlichen Anteile sind oder Seiten von uns sind. Manche nennen das einfach nur inneres Kind. Da haben wir davon Abermillionen, nicht wahr? Aber diese agieren ja miteinander, auch noch heute in unserer Persönlichkeit.
diese anscheinend normale Persönlichkeit, also ANP ist ja Akronym dafür, hat die Aufgabe, ja, im Alltag alles zu erledigen. In die Schule zu gehen oder später zu arbeiten, die Familie zu versorgen, aufzustehen, einkaufen gehen, alles Mögliche zu erledigen. Und die anderen kindlichen Anteile oder diese EPs, also emotionale Persönlichkeiten, sind dafür zuständig, dass diese gelernte ehemalige Gefahrsituationen und ehemalige Signale bis heute noch wahrnehmen und uns zu gewissen Handlungen treiben. So, das bedeutet, dass sobald die Anke und all andere, die ja auch zu dissoziativen Zuständen neigen, sobald in diese Depersonalisation ist oder auch in alte Fantasiewelt ist, meistens mit dieser Seite von sich, also mit dieser emotionalen Seite von sich, gerade agiert. Diese Seiten sind immer im Überlebensmodus. Das ist wichtig zu wissen. Das ist nicht das, wo ich in ein entspannte und auch mein eigentlichen Ich, ja, unterwegs bin, sondern da bin ich eigentlich immer in, okay, Gefahr, Gefahr und bin sozusagen gerade schon wieder aktiviert, entweder in Flucht oder in Kampfmodus zu gehen oder dass ich ja bei Entwicklungstrauma so sehr typisch, dass ich mich unterwerfe oder dass ich dann erstarre. Diese Zustände der Personalisierung oder der Realisation und auch, dass ich mich in eine Fantasiewelt flüchte, sind nicht mein eigentliches Ich. Wie kann ich das jetzt eben davon unterscheiden, was mein eigentliches Ich ist? Das ist eine sehr, sehr äußerst gute Frage, weil auch diese ANS, also anscheinend normale Persönlichkeit, ist eigentlich nicht mein eigentliches Ich, welches da wäre, wenn mir diese Traumatisierungen nicht passieren, sondern das ist ja eine Persönlichkeit mit bestimmten Verhaltensmustern. Auch dort gibt es natürlich emotionale Muster. Ich habe gewisse Überzeugungen. Ich habe Prinzipien und Werte, demnach ich ja agiere und lebe. Und diese sind natürlich als Ergebnis auch antwortend auf das Antreiben von diesen EPs, also emotionale, kindliche Seiten, entstanden. Wer steckt denn hinter diese Haut in diesem Körper? Das ist natürlich eine unglaublich tolle Frage. Nicht selten wird es esoterisch beantwortet oder philosophisch beantwortet oder spirituell beantwortet. Und jetzt können wir natürlich schauen, okay, neurowissenschaftlich, wer ist denn das? Aber auf jeden Fall geht es darum, mit was identifiziere ich mich denn? Wer und was ist diese Identität? Ja, hinter diesem Verstand, hinter diesen Emotionen, in dem Körper auch. Und welche Ansichten habe ich denn über mich selbst? Wie sehe ich mich denn selbst? Und was denke ich, wer ich bin? Das sind, glaube ich, sowieso auch philosophisch ganz große Fragen der Menschheit, womit man sich schon immer auch beschäftigt hat. Und bei Menschen, die Trauma betroffen sind, ist es eine ganz äußerst wichtige Frage, weil mit Identität ist natürlich auch Sinnhaftigkeit verbunden und steht im Kontext. Und da eben Betroffene nicht selten die Sinnhaftigkeit schon in der Kindheit auch verlieren, ist dann auch schwierig, diese Identität wieder zu entdecken oder zu erforschen oder auch vielleicht erstmalig zu entwickeln. Und das ist schon ein bisschen auch vielleicht meine Antwort auf die Frage von Anke, wer ist mein eigentliches Ich?
Also das ist ja stets in der Entstehung und das ist stets in der Veränderung auch. Das ist vielleicht gar nicht so einfach für uns zu begreifen. Aber umso wichtiger ist es, dass wir es lernen, das zu erfahren. Und da habe ich jetzt schon mal wieder Chitta und Träume für alle, die diese zwei ganz, ganz liebevolle Plüschtiere noch nicht kennen. Chitta bedeutet, es ein Sanskrit-Wort, heißt the mind. Also the monkey mind ist ja im Englischen, dass man das auch benutzt. Das heißt, das ist ja der Verstand hier hinter der Stirn, nicht wahr? Wie viele unter euch kennen das, dass wir nicht aufhören können zu denken? Oder dass wir sogar eine Rumination abschlittern, also diese chronisches Grübeln, ja, oder diese Overthinking, ist ja auf Englisch der Begriff dafür. Und die Persönlichkeit, also diese ANS, ist genau Chitta, okay? Und Träumen ist ja sozusagen EP, also diese emotionale Persönlichkeit oder emotionale kindliche Anteile und kindliche Seiten. Ist wichtig für dich, das sind alles Konzepte. Ja, das sind Konzepte, um uns und unsere Persönlichkeit und wie wir wirken und funktionieren zu verstehen. Also, das heißt, dass damals eben diese EP, nicht wahr, wo Traumatisierungen erlebt hatte und natürlich auch sehr emotional reagiert hat, beziehungsweise natürlich, dass das Nervensystem unglaublich viel dort sich angepasst hat und bis heute natürlich im Amygdala alles Mögliche abgespeichert hat. Und bis heute, wenn es ja, der Fall ist und ein vermeintliches Signal erkannt wird, Gefahr, dass dann diese EPs oder diese kindlichen Anteile aktiv werden und uns dazu bringen und versuchen, diese Gefahren irgendwie zu lösen, dass wir zum Beispiel, und das macht dann das hier, beziehungsweise die Zusammenwirkung von beiden, dass wir dann dissoziieren, dass wir uns depersonalisiert fühlen, denn eben diese äußere, nicht wahr, ist das, was dann die Sinneswahrnehmung hat und auch sensorisch vielleicht etwas wahrnimmt oder eben nicht, weil ich ja taub bin oder ich mich entfremdet fühle. Aber das ist alles immer eine Abspaltung, damit man das hier schützt. Und die Frage war jetzt, okay, ja, wie weiß ich das, wer mein eigentliches Ich ist? Also, mein eigentliches Ich ist etwas, ist eine Identifikation in meiner Persönlichkeit, wo ich vielleicht beschreiben und sagen kann, nicht nur mein Namen, nicht wahr? Weil ich könnte auch einen anderen Namen haben, aber manche identifizieren sich auch mit den Namen. Aber dieses eigentliche Ich ist genau das, welches die eigentlichen Bedürfnisse immer noch bis heute bewahrt hat. Natürlich ist mit Traumatisierungen übersät, mit Wunden übersät, ja? Aber die Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse, dann die emotionalen Bedürfnisse, die sind alle da. Das kann man nicht einfach auslöschen. Und die Aufgabe besteht darin, dass man das langsam eben so, dass man somatisch mit dem Körper in Bindung kommt, die Bedürfnisse wieder überhaupt mal wahrnimmt, denn die waren auch all die Jahre und Jahrzehnte da. Die haben wir nur noch ausgeblendet, beziehungsweise eben diese Überlebensstrategien haben das alles überdeckt, damit man versucht hat, ja, vielleicht zu entsprechen oder sich nicht zu spüren, damit es nicht so weh tut und so weiter. Und demnach war das nicht möglich, die eigentlichen Bedürfnisse zu leben. Das heißt, dass diese eigentlichen Bedürfnisse, ich nenne mal so, schlafen. Ja, die sind ganz tief in dir und sie schlummern da. Und die kannst du erwecken, wenn man nicht durch den Verstand läuft und geht, auch nicht durch die Emotionen geht, denn die überschwemmen bis heute vielen, sondern durch den Körper.
Dafür ist ja auch körperorientierte Traumatherapie da. Dafür ist auch das da, dass man Selbstregulation wieder anregt und das Nervensystem wieder in der Lage ist, oder vielleicht erstmalig in der Lage ist, dann diese autonome Regulation zu tun für uns und dass wir dann auch durch die Bedürfnisse, wenn wir diese auch erkennen und wahrnehmen können, dann nicht nur in das Spüren kommen, sondern diese Bedürfnisse auch nach und nach uns erfüllen und dadurch dann uns selbst entdecken. Das heißt, dass wenn du, liebe Anke und all andere, die ja sowas Ähnliches erfahren oder erfahren haben, wenn du im Moment immer wieder akut, also das merkst du schon, dass das eigentlich viel mehr dein Regelzustand ist, was du beschrieben hast, dann ist äußerst wichtig, dass du nicht über den Verstand gehst und versuchst dort etwas irgendwie zu erforschen, erkunden oder vielleicht ja irgendwie zu erfahren, sondern was wichtig ist, denn nur dann ist ja die Möglichkeit, dass man wieder in Bindung mit sich selbst kommt, dass man somatisch arbeitet und mit dem Körper dieses Ich dann tatsächlich entdeckt. Aber seid sicher und zuversichtlich, jeder hat es bis heute und auch diese ganz, ganz arge Erfahrungen und Traumatisierungen konnten das dir nicht rauben. Ich hoffe, dass ich dieses Video auch sehr hoffnungsvoll für dich abschließen kann und abschließen konnte, dass du vieles nochmals vielleicht etwas anders erzählt und differenziert auch über Dissoziation und dissoziativen Zuständen erfahren hast. Und ja, bin ganz gespannt, wie deine Erfahrungen sind, ob du dein eigentliches Ich schon ein bisschen entdecken konntest, ob du auf dem Weg bist, wo befindest du dich in der Heilung. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe und schreib mir die Kommentare oder einen Brief. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit über die Webseite, dass du mir was schickst. Ganz speziell haben wir was aufbereitet. Und ja, erstmal alles, alles Liebe zu dir. Gabriela. 'Cause it feels like home.